In diesem Tutorial werde ich die Bibliothek Qt und CTK vorstellen, welche wir für die grafische Benutzeroberfläche unserer Module in Slicer 3D benötigen werden. Weiterhin stelle ich kurz den Aufbau grafischer Bedienelemente vor und zeige, wie man mit wenigen Klicks im Python Interactor vor dem Einsatz kleinere Elemente testet, einstellt und anzeigen lässt. Generell sind Qt und CTK Bibliotheken zur Visualisierung von Bedienelementen. Sprich, Dropdown-Boxen, Textfelder, Buttons oder Checkboxen lassen sich sowohl mit Qt als auch mit CTK umsetzen, wobei CTK primär für die Verwendung in medizinischer Software konzipiert wurde und Qt universell einsetzbar ist. Ebenfalls die Anordnung, sprich das Layout der einzelnen GUI-Elemente, lässt sich über diese Bibliotheken festlegen. Wie greifen nun Layout und Elemente ineinander? Nun, in Slicer 3D hat jedes Modul ein Root Layout, also ein Parent für alle weiteren GUI-Elemente. Wir können direkt an dieses Layout natürlich Buttons, Textfelder und so weiter anheften, verlieren dabei aber schnell die Übersichtlichkeit. Daher ist es sinnvoll, zum Beispiel Frames, also kleinere Layout-Bereiche zu definieren, welche mit verschiedenen Einstellungen unsere GUI-Elemente anordnen können. Hier sehen wir ein kleines Beispiel. Der rote Bereich steht für das Grundlayout unseres Moduls. Die grünen Boxen bilden Frames, welche mitsamt Inhalt beliebig neu arrangiert werden können und jeweils unterschiedliche Anordnungen anbieten. Dabei kann ein Frame zum Beispiel vertikal anordnen, ein zweiter horizontal. In diesem Beispiel erzeuge ich zunächst einen einfachen Button aus der Qt-Bibliothek, gebe ihm dann einen Tooltip, also eine kleine Information, die angezeigt wird, wenn der Cursor auf dem Button ruht. Auch hier wird wie im letzten Video die Autovervollständigung zum nützlichen Tool. Kleiner Tipp am Rande: Alle GUI-Elemente in der Qt-Bibliothek beginnen immer mit dem Buchstaben Q. Als nächstes zeige ich eine Combo-Box. Die Combo-Box ist eine klassische Dropdown-Box, wie sie aus vielen Anwendungen bekannt ist. Zunächst ist diese natürlich leer und wir können keine Einträge auswählen. Über eine einfache Add-Funktion lassen sich Items als Strings eingeben und werden in der Reihenfolge in der Box abgelegt, in welcher sie hinzugefügt wurden. Jedes Item hat, wie in einer Liste, einen Index, beginnend bei 0. Dadurch lassen sich Einträge eindeutig voneinander unterscheiden. Zusätzlich können wir den String des jeweilig ausgewählten Eintrags ebenfalls ausgeben lassen. Zu guter Letzt ein weiteres kleines Beispiel aus der Qt-Bibliothek, der Progress Bar. Wie man es vermuten würde, kann dieser den Fortschritt eines Prozesses anzeigen, in dem der aktuelle Statuswert immer wieder verändert wird. In dieser Aufnahme musste ich das entsprechende Value-Attribut nochmals suchen, was ich an der entsprechenden Stelle herausgeschnitten habe. Natürlich können an grafischen Elementen noch wesentlich mehr Einstellungen vorgenommen werden, als nur anzuzeigende Werte oder Informationen.
Hier kann ich zum Beispiel den Ladebalken in lächerlicher Weise verzerren. Sollte man für eine Anwendung, aus welchen Gründen auch immer, so etwas zum Beispiel einschränken wollen, lohnt es sich, die Setter eines jeden Bedienelements zu durchforsten. Hier werde ich schnell fündig und entscheide mich, die maximale Breite und Höhe des Ladebalkens zu begrenzen.